Deutsch lernen durch Hören. Neuer Haarschnitt. Laura sitzt beim Friseur. Weil sie Strom sparen möchte, benutzt sie keinen Föhn mehr. Jetzt hat sie Probleme mit ihrer Frisur. Sie braucht einen neuen Haarschnitt. Laura ist noch unentschlossen. In einer Zeitschrift sieht sie viele Kurzhaarfrisuren. Welche davon gefällt ihr am besten? Sie kann sich nicht entscheiden. Hoffentlich kann die Friseurin sie gut beraten. Jetzt wird sie aufgerufen. Laura nimmt auf dem Friseurstuhl Platz. Sie erklärt der Friseurin ihr Problem. Diese nickt. Ja, das kenne ich. Ich hatte auch mal so schöne lange Haare wie Sie. Die muss man ständig pflegen. Das kostet viel Zeit und Geld. Kurze Haare sind viel praktischer. Aber was ab ist, ist ab. Haben Sie sich das gut überlegt? Laura zögert. Sie liebt ihre Haare. Es hat Jahre gedauert, bis sie so lang wurden. Soll sie jetzt wirklich nur wegen der Stromnachzahlung alles abschneiden lassen? Die Friseurin wirft einen Blick hinter sich. Es warten noch viele Kunden. Sie wird langsam ungeduldig. Also, was ist jetzt? Soll ich die Haare abschneiden oder nicht? Gute Frau, sagt Laura, Sie haben mich verunsichert. Das ist eine schwere Entscheidung. Laura möchte noch nachdenken. Sie lässt einer anderen Kundin den Vortritt. In der Zeit kann ich eine Entscheidung treffen. Sie bekommt eine Tasse Kaffee und mehrere Frisurenmagazine. Sie blättert und blättert. Endlich hat sie eine Entscheidung getroffen. »Danke für den Kaffee«, sagt sie der erstaunten Friseurin und verlässt den Salon. Zu Hause angekommen, holt sie ihren Föhn aus der untersten Schublade wieder. Dort hatte sie ihn vor Marco versteckt. Der wollte ihn bei eBay verkaufen. Sie müssen dringend Strom sparen und verzichten auf viele Elektrogeräte. Aber nicht auf den Föhn. Da kann Marco sagen, was er will. Plötzlich hört sie ein Geräusch aus dem Wohnzimmer. Sie geht leise zur Tür und öffnet sie. Da sitzt Marco. Und was hat er in der Hand? Seine Playstation, die er eigentlich verkaufen wollte. Also Marco, wenn du heimlich Playstation spielst, dann kann ich mir auch ganz öffentlich wieder meine Haare föhnen. Beide müssen lachen. Sparen möchten sie ja, aber nicht um jeden Preis.